Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 14. Oktober 2018 startete ein 56-jähriger Pilot am Mannheim City Airport mit 3 Passagieren an Bord zu einem Ausflug auf die Wasserkuppe. Dort wollte er nach einem missglückten Landeversuch durchstarten, aber das Flugzeug gewann nur leicht an Höhe, touchierte am Pistenende den Boden, schlitterte durch eine Sicherheitsschranke über das Pistenende hinaus und überfuhr 3 Passanten, eine Mutter mit ihren beiden schulpflichtigen Kindern. Die 4 Insassen kamen unverletzt davon. Was ist passiert? Das werden wir uns gleich anschauen, aber vorher wie immer meine kurze Vorbemerkung. Im Video 9 tödliche Heli-Unfälle haben wir darüber gesprochen, dass es auch in unseren Breitengraden Menschen gibt, die unter dem Existenzminimum leben, und wir haben auch darüber diskutiert, wie man ihnen helfen könnte. Heute möchte ich eine kleine Anregung geben für all jene, die sagen, ich spende nicht, weil man weiß ja nie genau, ob das überhaupt ankommt und wo es ankommt. Ich habe vor Jahren damit begonnen, diejenigen Menschen zu belohnen, die arbeiten und von denen man annehmen kann, dass sie nicht gerade auf Rosen gebettet sind. Begonnen hat das Ganze in Kalifornien. Meine Frau und ich haben irgendwann beschlossen, dass wir nicht mehr die Bettler belohnen, ja, die einfach nur die Hand aufmachen und eigentlich nichts tun, sondern dass wir die Leute belohnen wollen, die sich überlegen, wie sie nützlich sein könnten. Wir hatten zum Beispiel an der Tankstelle, wo wir unser Auto meistens aufgetankt haben, da gab es einen Obdachlosen, der hat immer sehr höflich gefragt, ob er sich für uns die Finger schmutzig machen dürfe, also ob er die Zapfsäule bedienen dürfe für uns. Er hat, wie gesagt, höflich gefragt und er hätte auch ein Nein akzeptiert. Nicht so wie die sogenannten Squeegees in New York, die früher an jeder roten Ampel ungefragt einem die Autoscheiben geputzt haben, und ja, oft waren die noch dreckiger als vorher und die hatten trotzdem noch die Frechheit, Geld dafür zu verlangen, und wenn man das verweigerte, haben sie einen nur blöd angepöbelt. Nein, dieser Mann war sehr höflich und wie gesagt, er hat auch ein Nein akzeptiert. Ich habe aber immer Ja gesagt und ihm $5 gegeben. Ein anderes Beispiel: Meine Frau und ich pendelten ja zwischen 1993 und 1998 und dann später nochmal zwischen 2012 und 2016 zwischen der Schweiz und Kalifornien hin und her. Und wir hatten am Flughafen Los Angeles, LAX genannt, einen Skycap, den wir kannten. Skycaps, das sind die Leute, die einem helfen mit dem Gepäck, wenn man es will. Die sind immer uniformiert, sodass man sie erkennen kann. Und einen hatten wir mit der Zeit eben kennengelernt, Victor, ein Mexikaner. Dem habe ich dann immer schon einen Tag vorher geschrieben, wann wir ankommen, also eine SMS geschickt, wann wir ankommen. Und wenn wir dann nach der mühsamen Geschichte durch die Immigration durch waren, dann stand Victor bereits unten an der Treppe im Gepäckbereich, hatte unsere Koffer bereits auf seinem Wagen drauf. Der hatte unsere Koffer mittlerweile erkannt und wir konnten dann mit ihm eine Abkürzung zum Ausgang nehmen. Also auch beim Zoll waren wir immer ohne Wartezeiten, weil diese Skycaps so gewisse Privilegien halt besitzen. Und dafür hat er immer $50 gekriegt. Ich glaube, die konnte er gut gebrauchen, denn er hatte einen Sohn, der eine schlimme Krankheit hatte und sehr viel medizinische Aufmerksamkeit brauchte. Diesen großzügigen Umgang mit Trinkgeldern haben wir beibehalten. Auch bei uns in der Schweiz bekommt jeder, der uns etwas ins Haus liefert, ein saftiges Trinkgeld, selbst der Postbote. Ja, und noch etwas: Wenn man gerne gibt, dann hat das nicht nur mit Nächstenliebe zu tun, sondern es ist auch purer Egoismus. Was bedeutet es nämlich, wenn ich großzügig gebe? Es ist immer eine Selbstsuggestion, es ist ein Glaubenssatz, den ich bei mir verankere: Ich habe immer genug. Mein Tipp: einfach nachmachen und sich selber überzeugen. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Der 56-jährige Pilot hatte 107 Stunden Erfahrung auf Ultraleichtflugzeugen und 682 Stunden auf einmotorigen Kolbenflugzeugen.
Auf der Wasserkuppe war er schon ein paar Mal gelandet, war also recht vertraut mit der Umgebung. Für Ortsunkundige, die Wasserkuppe in der Rhön ist die höchste Erhebung Hessens. Sie liegt auf ungefähr 950 Metern über Meer. Der Flugplatz Wasserkuppe ist ein Sonderlandeplatz. Im Vergleich zu einem Verkehrslandeplatz ist ein Sonderlandeplatz einer, wo nicht einfach jeder starten und landen kann, wie er gerade möchte. Natürlich die ortsansässigen Flugschulen, ich glaube, da gibt es eine Flugschule auf der Wasserkuppe, aber auch fremde Piloten dürfen kommen, wenn sie vorher die Erlaubnis haben. Dieses vorher die Erlaubnis erbitten müssen, das nennt man in der Fliegerei PPR, Prior Permission Required, also vorherige Erlaubnis verlangt. Also man fragt zum Beispiel unter Piloten, hast du das PPR erledigt? Das bedeutet nichts anderes als, hast du dort angerufen? Oder manchmal läuft das auch online. Der Flugplatz Wasserkuppe liegt durchschnittlich auf 902 Meter oder 2959 Fuß. Durchschnittlich deshalb, weil die Piste ein Gefälle hat. Wenn man also auf der Piste 24 landet, hat man vom Anfang der Piste bis zum Pistenende einen Höhenunterschied von 25 Metern. Am 14. Oktober 2018 um 14:56 Uhr startete also unser Pilot mit 3 Passagieren an Bord einer vereinseigenen Cessna Reims Aviation 172 auf dem Mannheim City Airport. Das Wetter war schön, der Wind blies mit harmlosen 6 Knoten aus Richtung 150 Grad, also Süd-Südost. Das bedeutete für die Landung auf der Piste 24 der Wasserkuppe einen leichten Seitenwind. Was Nicht-Aviatiker wahrscheinlich nicht wissen, wenn man auf einer Piste landet, die ein Gefälle hat, also die gegen das Ende hin ansteigt, dann hat man aufgrund der optischen Täuschung eher die Tendenz, zu tief anzufliegen. Das ist dem Piloten wahrscheinlich bei früheren Flügen öfter mal passiert und deshalb war er diesmal zu hoch. Vermutlich hat er dann auch noch die Nase runtergenommen, um eine Landung zu erzwingen, und das hat ihn natürlich auch noch schneller gemacht, als er eigentlich sein sollte. Wir schauen uns hier den Flugplatz Wasserkuppe im Überblick an. Man sieht deutlich die Steigung der Piste. Hier hinten ist eine Sicherheitsschranke angebracht, mit der man bei Bedarf die Straße sperren kann. Obschon das nicht erlaubt ist, war an diesem Tag gemäß Bericht die Straße links und rechts mit Autos vollgeparkt, sodass man in diesem Bereich wohl Schwierigkeiten hatte, eine Gefahr zu bemerken, die vom Flugbetrieb ausging. In der Pistenmitte war die Cessna gemäß Augenzeugen immer noch mannshoch über Boden. Kurz danach entschloss sich der Pilot zu einem Durchstart. Das Flugzeug gewann aber nur kurz an Höhe und wahrscheinlich hat der Pilot das Pistenende nicht gesehen und war dann auch überrascht, als er gegen das Pistenende hin plötzlich Bodenkontakt bemerkte. Das Flugzeug schlitterte durch die Sicherheitsschranke durch in ein angrenzendes Feld, überfuhr dort eben eine Mutter mit ihren 2 Kindern. Die Mutter 39, die Kinder 11 und 12. Die 3 Passanten verstarben an der Unfallstelle. Die 4 Insassen des Flugzeugs verließen das Flugzeug unversehrt. Was hat der Pilot falsch gemacht? Erstens, er war sich der optischen Täuschung einer ansteigenden Piste zu wenig bewusst. Zweitens, er war sich nicht bewusst, dass bei einer ansteigenden Piste der Entscheid zum Durchstarten früher passieren muss als bei einer normalen Piste. Drittens, er war sich möglicherweise der hohen Dichtehöhe nicht bewusst. Das heißt, das Flugzeug verhielt sich an diesem warmen Herbsttag so, als ob es auf 4300 Fuß sich befände und nicht auf knapp 3000 Fuß, nämlich der Höhe der Wasserkuppe. Viertens, das Flugzeug war überladen. Beim Abflug in Mannheim war es 62 Kilo zu schwer, bei der Landung auf der Wasserkuppe immerhin noch 28 Kilo. Die Betreiber des Flugplatzes Wasserkuppe haben ihre Konsequenzen aus diesem Unfall gezogen. Seither muss jeder auswärtige Pilot, wenn er dort landen will, vorher einen eintägigen Theorie- und Praxiskurs absolviert haben und den auch regelmäßig auffrischen. Kurz nach der Publikation des Untersuchungsberichts Anfang 2021 wurde der Unfallpilot
wegen fahrlässiger Tötung zu 6 Monaten Gefängnis bedingt auf 2 Jahre verurteilt. Die ursprüngliche Anklage wegen fahrlässiger Gefährdung des Flugverkehrs wurde fallen gelassen, weil die Richter die 28 Kilo Übergewicht als zu geringfügig erachteten. Von weiteren Auflagen wurde abgesehen, unter anderem auch, weil der Mann sich bereit erklärte, freiwillig 5.000 € Schmerzensgeld an den Vater der 2 getöteten Kinder zu bezahlen. Da diese bescheidene Summe dem Mann offenbar genügte und er also keinen Einspruch erhob, ist dieses Urteil rechtskräftig.